Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen und dem letzten der 5 Solid-Prinzipien, um euren Code aufzuhübschen. So, was wir heute machen wollen, ist das sogenannte Dependency Inversion Principle, und da ist der Name nicht ganz so aussagekräftig wie bisher. Man brauchte halt noch das D, um Solid zu bauen, deswegen heißt das irgendwie so. Naja, egal. Auf jeden Fall, was wir hier heute machen wollen, ist tatsächlich ein bisschen Vorgriff auf die Softwareentwicklungsreihe, aber es gehört halt zu den Solid-Prinzipien und die wiederum gehören zum Clean Code, deswegen stelle ich es halt trotzdem mal hier vor. Okay, also, was wir machen ist, wir haben normalerweise mehrere Schichten, zum Beispiel eben GUI, dann haben wir hier Brains zum Beispiel und dann haben wir hier unten das Backend. Das heißt, eigentlich ist es Backend, nein, eigentlich ist es hier die Persistenz, aber ist egal, nicht so wichtig. Persistenz bedeutet so viel wie, ich schreibe in eine Datenbank, ich speichere in Dateien, irgendwie solche Sachen. Brains bedeutet, da rechne ich mein ganzes Zeug, ich berechne irgendwelche wichtigen Sachen oder sowas, und GUI ist die Darstellung für meinen User tatsächlich. So. Und jetzt hat man immer irgendwelche Abhängigkeiten. Und ich mache jetzt mal ein sehr, sehr simples Beispiel. Wir vereinfachen das jetzt extremst. Und zwar sagen wir jetzt hier, wir benutzen ein Copy-Interface. Das heißt zum Beispiel Copy and Paste. Also das meint natürlich Copy-Paste. Ich kann es auch ganz ausschreiben. Copy und Paste bedeutet so viel wie, ich kopiere irgendwas und füge es woanders ein. Das ist ein Interface jetzt oder irgendeine Klasse für uns. Und diese Klasse wiederum, die braucht natürlich Zugriff auf zwei andere Klassen. Und zwar einmal irgendwie was wie Lese Input, wobei, wenn wir es schon auf Englisch haben, Read User Input. Ups. Mann. Okay, und das nächste, was ihr natürlich auch braucht, ist, wo muss ich hinspeichern? Also sagen wir einfach mal zum Beispiel Write File. So. Und jetzt braucht diese Copy-Paste-Klasse hier, die nur diese eine Verantwortlichkeit hat, braucht zwei verschiedene andere Klassen. Aber eigentlich ist dieses Copy-Paste was aus einer relativ hohen Schicht. Das bedeutet so viel wie, wir haben hier eine Schicht oben drüber, wir sind eigentlich schon fast in der GUI-Schicht, dass man hier copy-pasten kann. Und wir müssen aber trotzdem gleichzeitig hier irgendwas lesen. Es muss nicht unbedingt der User-Input sein, sondern es kann einfach irgendwie Text-Input auch sein, was wir markiert haben oder sowas, klar. Und dann haben wir hier Write File, das ist aber eigentlich sogar in der Persistenzschicht. Das heißt, das sollte eigentlich nicht, also Copy-Paste sollte nicht hiervon abhängen, sondern andersrum, das Read Text sollte von Copy-Paste abhängen und Write File sollte auch von Copy-Paste abhängen. Das hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an. Was man aber macht, ist tatsächlich, man baut sich hier Interfaces, von denen das dann abhängt. Das heißt, man hat hier ein Interface namens Reader zum Beispiel und ein Interface namens Writer. So, und jetzt erben die tatsächlich hiervon. Das heißt, Write File erbt logischerweise von Writer und Read Text Input erbt von Reader. Okay, und was jetzt passiert ist, wir haben hier erstens mal eine Erweiterbarkeit gemacht, das heißt, wir können hier neue Unterklassen von Writer einfach hinzufügen, alles kein Problem, von Reader genauso. Und wir haben diese Reader- und Writer-Klassen auf eine höhere Ebene befördert, das heißt auf dieselbe Ebene wie Copy-Paste. Und diese beiden Dinge hier, die hängen jetzt ab von der höheren Ebene und die höhere Ebene hängt nicht mehr ab von der unteren Ebene. Gut, also das hier soll eine ist natürlich, also Copy-Paste hängt immer noch von Reader und Writer ab, das hat sich nicht geändert, aber die sind jetzt sozusagen abstrakter, weil wir müssen nicht mehr direkt sagen, zu was sie gehören, also Read Text Input oder Write File oder sowas, sondern sie sind sehr abstrakt und man kann jetzt hier sagen, okay, Read Text Input, das ist schon sehr spezifisch, das hängt aber zum Beispiel in einer tieferen Schicht unserer Architektur. Okay. Also so viel zu dem Prinzip. Ich hoffe, ihr habt soweit verstanden. Ansonsten wartet einfach auf meine Softwareentwicklungsreihe. Da wird das nochmal ein bisschen genauer aufgedröselt und auch genauer dargestellt, was man damit machen sollte. Und ja, ich verspreche euch, dass es die nächsten paar Male wahrscheinlich nicht mehr so schwer wird. Und wir hören uns beim nächsten Mal dann. Bis dann, ciao.